Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Hey, super! Danke! Wow, ihr seid ja wieder gut drauf. Klingt ziemlich, ja, spacig heute, der Applaus. Testbild und Hitzeschild. Wer um alles in der Welt hat denn diesen Fernseher nicht ausgemacht? Den schalte ich jetzt erstmal ab. Finger weg von meinem Marvi? Nix, Marvi, Navi. Mein kosmisches Navigationssystem funktioniert mit TV-Strahlen. Damit bin ich durchs All gerutscht. Die ganze Strecke vom Xodar ab. Fitsch, bis in dein Oidutz. Oidutz? Gecko mio, ein Außerirdischer in meinem Studio. Oidutz, Studio. Mit Sprachstörungen. Quatsch, Aliens gibt's doch gar nicht. Hey, Quatschstimme, zeig dich mal. Bevor ich dich nicht sehe, glaube ich sowieso nix. Echt? Du willst mich sehen? Wieso nicht? Siehst du so furchtbar aus? Mit 6 Augen und Drähten in der Nase. Und eine Antenne dran. Ey, nicht so Niemek, Erdling. Ich mach dir einen Vorschlag. Du stellst dir einfach vor, wie ich aussehen könnte. Und dann sehe ich einfach so aus. Nur für dich. Aha. Und das soll funktionieren? Mach die Augen zu und denk an einen netten, höflichen Botschafter aus dem All. Okay. Augen wieder auf. Zieh dir wenigstens was über. Hey, was krieg ich denn dafür? Du hast dir doch vorgestellt, dass ich so aussehe. Ha. Wie sehe ich denn aus? Ich weiß nicht, wie eine Kreuzung aus Kermit dem Frosch und einer Kragenechse. Naja, ja, man gewöhnt sich sicher dran. Sicher. Sag mal, was geht denn so ab bei dir? Also, eigentlich warte ich auf eine ganz besondere Reportage von Wiz. Der ist ins Weltall geflogen mit einer Raumfähre, dem Space Shuttle. Space Shuttle? Das ist doch kalter Effak. Hey, du galaktischer Frosch, das hier ist meine Show. Halt mal die Luft an, sonst mache ich Solarenergie und sauer wie nie kosmischen Staub aus dir. Oder den Fernseher aus. Und du kannst sehen, wie du wieder zurückkommst nach Xanadu oder wie das heißt. Jako. Sicher für dich? Das will ich doch hoffen. Hallo, Wiz, bist du dran? Hallo Marvi. Hey, ich habe tatsächlich meine Logbücher durchgeschaut und ein paar tolle Geschichten gefunden. Eine davon über einen Weltraumspaziergang, als ich damals zur Space Shuttle Crew gehörte. Ja, toll, Wiz, aber sag mal, Hand auf den Helm. Hast du auf deinen Fahrten mit dem Space Shuttle jemals einen Außerirdischen zu Gesicht? Oh boy. Komm mir nicht damit. Diese ganzen Stories über Aliens, die sind doch alle nicht wahr. Die sind wohl wahr. Die wenigsten. Klappe, Frosch. Hallo? Alles im Griff auf dem Weltraumschiff? Jetzt lass mich mal. Ich bin nicht Dutzende Lichtjahre unterwegs gewesen. Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Ich habe ein Alien im Studio, Wiz. Ein guter Witz, Marvi. Na dann bis gleich. Ich freue mich schon.
Ich ordne nur noch meine Notizen. Immer das Gleiche. Keiner will's glauben. Dabei könnten die Menschen so viel von uns lernen. Naja, ist ja gut. Weißt du was? Wir hören erst mal, was meine World Reporter heute so machen. Oder besser meine Space Reporter. Die machen heute einen Trip zum Mond. Main engines engaged. Hey, Marvi! Oxygen supply activate. We're in a spaceship. We're going on a space flight. Buckle up your safety belt. Darn! I can't find my banana! Roberto, be quiet. I have to check the instruments. Wow, wie fliegt man denn dieses Raumschiff, Ming? How do you fly the spacecraft? I have a lot of instruments in the cockpit. Prepare for countdown. And I steer the ship with a joystick. 7, Sorry, Marvi, I've got to go. The countdown is running. 3, 2, 1. Ignition. Blast off! Here we go! Wow! Look at that! The beach and the ocean. Everything is getting smaller. I found my banana! But what's going on? I can't move! I can't move! Don't worry, that's the Earth's gravitational force. Na klar, die fliegen gegen die Anziehungskraft der Erde. Da drückt es dich in den Sitz. Main engines cut off. Main engines cut off. Ming schaltet die Haupttriebwerke aus. Das heißt, das Raumschiff schwebt jetzt im All. Wow! We're floating in space. Hey! Banana! My banana! It's flying away! What's happening? Yahoo! I feel so light. Weightlessness. How very interesting. There's no gravitational force in space. Na klar, Schwerelosigkeit. Im All gibt es keine Erdanziehungskraft. Wow! I'm flying! Look at me! I'm flying like a bird! Whee, whee! Huh? What was that? I don't know, but I don't like it. Let's ask the computer. This is your board computer speaking. Is there a problem? I feel fine. What? The spaceship is rattling apart, but the board computer feels fine? Huh? Oh, I think I'm going to be sick. Na toll, die Rakete ruckelt hin und her, aber der Bordcomputer fühlt sich wohl. Und Roberto muss... Klarer Fall. Die haben die Raumfahrtkrankheit. Du musst es ja wissen. Mal sehen, was du sonst noch so drauf hast. Jetzt kommt mein... Oh, darf ich das heute machen? Nix da. Du kommst erst mal wieder in deine Glotze. Wo ist die Fernbedienung? Auf keinen Fall. In die Zoll. So. 1000 Taste. Endlich Ruhe für mein... Marvi Hämmers Viva Weltraum-Quiz! Hey, habt ihr euch schon mal den Sternenhimmel richtig angeschaut? Ganz schön beeindruckend, diese Sterne. Und diese Planeten. Sterne und Planeten. Beides sind Himmelskörper und fast alle unvorstellbar weit entfernt. Meine erste Frage lautet, wie hält man eigentlich Sterne und Planeten auseinander? A. Sterne sind sternförmig, Planeten rund. B. Wird's dunkel, schaut man in den Himmel. Wenn's funkelt, ist es ein Stern. C. Dingeling, man nimmt den Starlight Express und schaut nach. Der Starlight Express fährt doch nur im Musical. Und 5 Spitzen haben nur gemalte Sterne, nicht die am Himmel. Also ist Antwort B richtig. Sterne bestehen hauptsächlich aus Gasen und leuchten deshalb selbst, Planeten nicht.
Die bewegen sich in Umlaufbahnen um einen Stern herum. Das Wort Planet kommt aus dem Griechischen und heißt der Umherschweifende. Unser Planet Erde umkreist zum Beispiel die Sonne. Die Sonne ist ein Stern. Warum? Weil sie selbst leuchtet. Mit dem bloßen Auge kann man nachts etwa 6000 leuchtende Sterne erkennen. Sind eigentlich alle Sterne so gelb wie die Sonne? A. Klar. Wenn sie schwarz wären, könnte man sie ja nicht sehen. B. Sie haben gar keine Farbe. Alle sind strahlend weiß. C. Nein, nicht alle Sterne sind gelb. Es gibt auch blaue und rote Sterne. Gar nicht so einfach. Auch wenn die Sterne am Nachthimmel alle strahlend weiß erscheinen, es gibt auch blaue und rote Sterne. Die blauen sind die Babysterne und die roten die Opis. Und jetzt zu den mutigen Menschen, die ins All fliegen. Im Amerikanischen nennt man sie Astronauten. Und die russischen Raumfahrer nennt man Kosmonauten. Wie nennt man wohl die chinesischen Raumfahrer? A. Taikonauten. B. Dragonauten. C. Argonauten. In China feiert man zwar manchmal das Jahr der Drachen, aber Dragonauten, die gibt es nicht. Und Argonauten, die kommen in der griechischen Sage vor. Antwort A ist also richtig. Die chinesischen Raumfahrer heißen Taikonauten oder auch chinesisch Yuhangyang oder so. Sie haben sich viel vorgenommen und wollen in den nächsten Jahren eine Raumstation bauen. Zu den berühmtesten Raumfahrern zählen sicher der Kosmonaut Juri Gagarin, der 1961 als erster Mensch in das All flog. Und der Astronaut Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Das war mein Viva Weltraumquiz. Gewonnen Hab ich? Was denn? Da bist du ja schon wieder. Nein, gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Jako. Ach so, ich meine Hussa. Der Kerl macht mich wahnsinnig mit seinen verdrehten Wörtern. Weißt du was, Ivram? Wenn du jetzt mal eine Viertelstunde still bist, dann, Was dann? Dann hören wir jetzt die Reportage von Wiz Buckley. Ausflug ins All. Jako, mal sehen, was der Bursche so drauf hat. (18:15 Uhr). Der sonst so grelle gelbe Ball der Nachmittagssonne über Florida sieht aus wie eine Sichel. Schuld daran ist der Mond, der sich gerade zwischen Sonne und die Erde geschoben hat. Das ist nicht ungewöhnlich im Uhrwerk des Kosmos, in dem unser Planet nur ein winziges Rädchen ist. Die gute alte Erde. Innerhalb von 24 Stunden dreht sie sich einmal um sich selbst. Ein ganzes Jahr vergeht, bis die Erde wiederum einmal die Sonne umlaufen hat. Auf dieser Umlaufbahn begleitet sie ständig unser Mond, wie ein treues Hündchen. Und der wiederum braucht etwa einen Monat, um die Erde zu umrunden. Manchmal verdeckt er, von uns aus gesehen, auf seiner Bahn die Sonne. Hin und wieder nur teilweise. Das nennt man partielle Sonnenfinsternis. Wie heute, am 8. April 2005. Das Telefon klingelt. Ich setze die Spezialbrille ab und gehe ins Haus. Ein alter Freund ist dran. Hey, Wiz. Blafft Ross, Stimme wie ein Reibeisen. Gesehen? Knabbert die Sonne an, unser alter Astronautenmond. Doch Ross ruft nicht an, um über die Sonnenfinsternis zu plaudern. Weißt du, welches Jubiläum 2006 ins Haus steht? Nein, lüge ich. Ha! Sagt Ross triumphierend. 1981 wurde die erste Raumfähre gestartet. Die Columbia. Und 2006 fliegen Space Shuttles seit 25 Jahren ins All. Es soll ein großes Buch geben. Mit Fotos und Texten. Naja, so ein Feierbuch. Feiern? Ich weiß nicht. Nicht alle Flüge der insgesamt 5 Raumfähren sind glücklich ausgegangen. Die Challenger ist kurz nach dem Start explodiert. 7 Menschen waren an Bord. Das war 1986.
Und erst 2003 ist die Columbia beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerbrochen. Wieder kamen 7 Astronauten ums Leben. Andererseits, über 100 Flüge in den Orbit sind gut verlaufen. 2-mal waren Ross und ich gemeinsam an Bord. Ross unterbricht meine Gedankengänge. Hey, Wiz, bist du dabei? Ich überleg's mir, sage ich und lege auf. Die Sonnenfinsternis ist vorüber. Im Haus alles ruhig. Ich betrete mein Astronautenzimmer. Die Wände voll mit gerahmten Farbdrucken. Bilder, die Raumfahrtsonden von den Planeten unseres Sonnensystems geschossen haben. Vor den farbigen Ringen des Saturn bleibe ich stehen. In der Spiegelung der Glasscheibe sehe ich den alten Astronautenhelm auf einem Sideboard. Den habe ich draußen im All getragen. Ich setze den Helm auf. Das habe ich seit Jahren nicht getan. Und die Erinnerung schiebt sich vor die Gegenwart, wie der Mond vor die Sonne. Plötzlich ist sie wieder da. Die Stimme des Kommandanten. Wiz, are you nuts? Stop that nonsense and get on the spaceship. Over. Noch mehr Erinnerungen. Ein Countdown. Und die erste Trainingseinheit für den Ausflug ins All. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Ich soll meinen ersten Weltraumflug antreten. Als Bordingenieur. Wiz in Space. Wiz ist mein Spitzname. Wie Wizard, der Zauberer. Denn ich bekomme alles repariert. Außerdem bin ich dafür vorgesehen, einen Weltraumspaziergang zu machen. Das heißt Wartungsarbeiten außerhalb der Raumfähre. Ein hartes Jahr Training im Johnson Space Center, Houston, Texas, liegt vor mir. Ich meine, vor uns. Draußen im Orbit macht man alles zu zweit. Ross wird mein Partner sein. Wir pauken Theorie. Zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich ein Raumanzug? Meiner besteht aus über 20 Materialschichten und beherbergt alles, was man im All braucht. Im Rucksack Wasser, Sauerstoff, Funkgerät. Auf dem Brustkorb Elektronik und Computer. Dann das Training in der Vakuumkammer. Aus diesem Raum kann man die ganze Luft herauspumpen. Wir sollen lernen, den lebenswichtigen Raumanzug bei jedem Luftdruck richtig zu bedienen. Eines Tages stellen Techniker eine Pfanne mit Wasser in den Raum, bei Zimmertemperatur. Dann senken sie den Luftdruck in der Kammer. Das Wasser beginnt zu kochen. Einige Blasen treten über den Rand. Sie gefrieren und fallen als Schneematsch in die Pfanne. Ich sehe Ross an und in der Spiegelung seines Helms mein entsetztes Gesicht. Das würde mit unseren Körperflüssigkeiten passieren, sollte der Anzug mitten im All Druck verlieren. Über 100 Stunden verbringen wir in einem gigantischen Wasserbecken. Bleigewichte sorgen dafür, dass wir unter Wasser weder steigen noch sinken. Bedingungen wie in der Schwerelosigkeit. Wir machen Turnübungen in echten Raumanzügen, die Füße eingehakt, wie später am Roboterarm draußen im All. Zurücklehnen, in den Knien nach hinten und wieder vor und wieder zurück. Auf dem Boden des Beckens sind originalgetreue Attrappen unserer künftigen Arbeitsplätze. Nach Monaten sitzt jeder Schritt, den wir später tun sollen. Wie bei der Choreografie eines Musicals. Denn ein Abstecher ins All ist alles andere als ein spontaner Spaziergang. (10:39 Uhr). Kennedy Space Center, Florida. Gleißende Hitze. Ich schwitze im orangefarbenen Raumanzug. Der wiegt fast 40 Kilogramm. Bloß nicht stolpern. Vor Millionen Fernsehzuschauern. Ein Astrovan bringt uns zur Rampe. Die Raumfähre ragt in den blauen Himmel. 37 Meter hoch. 100 Tonnen warten darauf, ins Weltall gewuchtet zu werden. Die Raumfähre, auch Space Shuttle genannt, sieht aus wie ein futuristisches Passagierflugzeug. Noch ist sie am riesigen Außentank befestigt und den beiden Feststoffraketen, die uns den nötigen Auftrieb geben sollen. Ströme von Kühlwasser zischen in die gigantischen Auffangbecken.
Neben Ross gibt es 5 weitere Besatzungsmitglieder. Der Commander mit dem Spitznamen Spicy fliegt zum 4. Mal in den Orbit. Die Fahrt im Fahrstuhl nutzt er für eine kurze Ansprache. Leute, eines weiß ich schon jetzt. Es war ein tolles Jahr mit euch. Aber ich kenne auch das Gebet der Astronauten. Gott helfe uns, wenn wir den Einsatz vermasseln. Wir betreten die Raumfähre. Das komplexeste Fluggerät, das je gebaut wurde. Jeder Zentimeter ist uns vertraut. Als Bordingenieur werde ich beim Start vorne sein, im Flugdeck. Die Luft an Bord ist stickig, trotz Klimaanlage. Eine Technikerin hilft uns beim Anschnallen. Der Sprechfunk wird aktiviert. Und endlich rinnt gekühltes Wasser durch die Schläuche unserer Anzüge. Wir klappen die Helmvisiere herunter und aktivieren die Sauerstoffzufuhr. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition, Takeoff. Das Gefühl ist ungeheuerlich, als schleudere uns ein riesiges Katapult in den Weltraum. Vor allem, weil uns jetzt die doppelte Schwerkraft in die Sessel drückt. Alles geht rasend schnell. Im Sessel liegend erhasche ich einen Blick durch ein Bordfenster. Ein paar Wellen am Strand, dann ab durch die Wolkendecke. Nach 2 Minuten werden die Feststoffraketen ausgeklinkt. Die sollen im Meer versinken und später geborgen werden. Acht Minuten 52 Sekunden nach dem Start. Main engines cut off. Die Haupttriebwerke werden abgeschaltet. Der Außentank abgetrennt, der beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen wird. Sein Treibstoff hat uns nach oben gebracht. Wir sind im Orbit. Auf unserer Umlaufbahn. Treibstoff brauchen wir jetzt nur noch zum Navigieren. Abschnallen. Den Kopf nicht ruckartig bewegen. Sonst kommt die Raumfahrtkrankheit schneller, als einem lieb ist. Alles eine Folge der Schwerelosigkeit. Da es für die Körperflüssigkeiten kein Oben und Unten mehr gibt, erhöht sich der Druck im Kopf. Ein Gefühl wie bei einer Erkältung, mit verstopften Stirnhöhlen. Doch die Schwerelosigkeit sorgt auch für Ablenkung. Im Mitteldeck geht es im wahrsten Sinne drunter und drüber. Wir legen unsere Raumanzüge ab und schlüpfen in die lockere Kleidung. Rugbyhemden und Shorts. Und alles, was nicht verstaut ist, fliegt durch die Kabine. Ein roter Beutel, ein gelber. Jeder an Bord hat seine Farbe. Als Bordingenieur ist meine Farbe grün. Während ich mich ständig frage, wo jetzt oben und unten ist, kommt mir Susan, schon zum 2. Mal dabei, akrobatisch entgegengeflogen. Im letzten Moment dreht sie eine perfekte Pirouette. Ihre langen Haare bilden dabei einen Haarkranz, dessen Spitzen einen perfekten Kreis. Wunder der Schwerelosigkeit. Endlich sind die ersten Checklisten abgearbeitet. Ich setze den Walkman auf und hake mich in einer Wandschlaufe ein. Wow! Auf diesen Blick war ich nicht vorbereitet. Wie intensiv die Erdkugel leuchtet. Wie lebendig alles wirkt. Da, über der Karibik erkenne ich schwarze Wolken, in denen Blitze zucken. Ein Hurrikan. Ich lasse den Blick schweifen und sehe die sonnenabgewandte Seite des Mondes. Die Musik in meinem Walkman passt perfekt. Ein alter Titel einer Band namens Pink Floyd. Ich summe mit. I see you on the dark side of the moon. Ich sehe dich auf der dunklen Seite des Mondes. (6:30 Uhr) Frühstück. Jetzt weiß ich, warum unser Commander Spicy genannt wird. Während ich Tee durch einen Strohhalm ziehe und Müsli aus der Plastiktube lutsche, macht er seine Ration Cornflakes mit Tacosauce scharf. Viele Astronauten bevorzugen würzige Gerichte. Im All lässt der Geschmackssinn nach. Vieles ist gewöhnungsbedürftig, auch die sperrige Toilette. Dort muss man sich anschnallen. Die Hinterlassenschaften werden von einem Luftstromsystem abgesaugt.
Naja, man gewöhnt sich dran. An Bord gibt es immer was zu tun. Zu meinen Aufgaben gehört das Reinigen der Luftfilter. Manchmal denke ich an die Geschichte von Apollo 13. Damals, 1970, wären 3 Astronauten fast erstickt. Wenn sie nicht auf die Idee gekommen wären, die defekten Filter mit Plastikmüll zu flicken. Die konnten wirklich zaubern. In der Freizeit stehen Laufband und Trimmfahrrad auf dem Programm. So wollen wir dem Abbau von Muskeln und Knochen in der Schwerelosigkeit entgegenarbeiten. Ross und ich halten uns zusätzlich mit Weltraumtennis fit. Mit Flugdatenheften als Schläger und einem Knäuel aus grauem Klebeband. Susan schlägt vor, einen Flüssigkeitstropfen als Ball zu nehmen. Flüssigkeiten bilden in der Schwerelosigkeit einen Ball. Dafür sorgt die Oberflächenspannung. Bei uns hat jeder Angst, eines Tages in einen Ball aus Spicys Tacosoße zu laufen. Das könnte in den Augen brennen. Morgen ist es übrigens soweit. Mein erster Weltraumspaziergang. Commander Spicy gibt am Abend eine Geschichte zum Besten. Über Weltraumschrott. Defekte Teile, tote Satelliten, Werkzeuge. Das all ist voll von Weltraumschrott, der seine Kreise um die Erde zieht. Bis in alle Ewigkeit. Später träume ich davon, von einem Schraubenzieher getroffen zu werden. Es ist soweit. Unter dem Raumanzug tragen wir kühlende Kleidung. Bei der Arbeit wird uns warm werden. Wir hängen in der Luftschleuse. Meine Stiefel berühren den Helm von Ross. Schulter an Schulter hätten wir kaum Platz. Mit einem Knall entweicht die Luft. An einer Sicherungsleine schweben wir in die Ladebucht. Wie ein Satellit. Im Raumschiff ist es immer laut. Hier herrscht absolute Stille. Die Stille des Alls. Trotz des langen Unterwassertrainings fühle ich mich zunächst wie ein Eistänzer einer 3D-Eisbahn. Reichlich unsicher. Ich hake die Stiefel in die Sicherung des Roboterarms. Ein 15 Meter langer Teleskoparm manövriert uns zu unseren Arbeitsplätzen. Die Checkliste auf meinem Ärmel ist lang. Kaum Zeit, die Blicke schweifen zu lassen. Eine schwierige Reparatur, einige Experimente. Erst nach ein paar Stunden bin ich durch. Die Füße in der Halterung lehne ich mich nach hinten und mache einen Schwung nach vorne wie beim Training unter Wasser. Doch da fehlt der Widerstand des Wassers. Ich kann meinen Vorwärtsschwung gar nicht stoppen. Alles geht rasend schnell. Es kommt mir vor, als tauche ich ein in die Schwärze des Weltalls. Kein oben, kein unten, keine Orientierung. Ich falle den Sternen entgegen, wie im Science-Fiction-Film. Ich muss ausgesehen haben wie ein Turmspringer, festgefroren in seiner Absprungbewegung. Kein Wunder, dass mein Commander sich Sorgen macht. Wiz, are you nuts? Stop that nonsense. Nach ein paar Sekunden in der Unendlichkeit fange ich mich wieder und schwinge zurück. Ich blicke zur Seite, sehe das Heck der Raumfähre und dahinter die Erde. I'm fine. Over. Drei Tage später berührt unsere Raumfähre den Asphalt der Landebahn am Kennedy Space Center. Eine von 100 erfolgreichen Missionen ist beendet. Ich setze den Helm ab und bin wieder in meinem Astronautenzimmer. Inzwischen ist tiefe Nacht. Ich betrete die Terrasse und schaue nach oben. Blicke von der Erde in die Unendlichkeit des Alls. Die Erde ist ein kleiner Planet in unserem Sonnensystem. Und unser Sonnensystem ist ein winziger Teil des Milchstraßensystems. Einer Galaxie mit ungefähr 200 Milliarden Sternen. Was liegt hinter der Milchstraße? Manchmal stelle ich mir vor, wie die unbemannte Sonde Voyager durchs Weltall reist, um Fotos von den Planeten unseres Sonnensystems zu machen. An Bord hat sie ein paar Botschaften. Geräusche von der Erde, Zeichnungen, sogar Musik. Für den Fall, dass es irgendwo da draußen doch intelligentes Leben geben soll. Doch so weit werden wir wohl nie reisen können, um das herauszufinden. Es ist spät. Morgen rufe ich Ross an.
Ein paar Sätze werde ich schon zusammenbekommen. Über meinen Ausflug in die Unendlichkeit. Der Frosch aus dem Weltall ist eingepennt. Wenn der schläft, sieht er eigentlich ganz nett aus. Aber wie werde ich diesen Ifram wieder los? Als ob ich nicht genug Probleme hätte. Jetzt müssen meine World Reporter erst mal wieder ihr Raumschiff flott kriegen. Oh, I'm gonna be sick. I don't feel well at all. Oh. What are we going to do, Ming? I'll ask the computer. Hey, board computer, what is going on? Please be honest. Okay, I'll be honest with you. You had better duck. In 10 seconds, the joystick is going to shoot out of the console. I'm sorry. 8, 7, What? 6, 5, Oh no! 3, 2, 1, 0. My joystick! How am I supposed to steer the spaceship? Urknall und Überschall. Wie soll Ming jetzt das Raumschiff navigieren? Hey, Ifram, aufwachen! Was? Wie? Wohin? Wer? Warum? Wo bin ich? Marvi Hämmer! We're in trouble! Please help us! Oh no! We're never going to see the Earth again! Roberto, pull yourself together. There must be a way out of this. Die Banane! Huh? Who or what was that? Marvi? Do you have someone else in the studio? Ja, einen Außerirdischen. Ifram. Ich erkläre alles später. Hört auf, Ifram. Okay, Ifram is our last chance. Hey, Commander! This is Ivan speaking. You have to put the banana into the console. Die Banane als Steuerknüppel? Wie soll das denn gehen? Roberto, where is the banana? The banana? I had it. Oh no! Here! Wait a second. It fits! Wow! I can steer again. We're back on course. I can't believe it. Thank you. What was your name again? Ifram vom Planeten Xodarab. Ich Schon gut, das reicht. Keine Zeit für Gefühle. Hey, World Reporters, your test flight is over. Was? Das war nur ein Testflug? Okay. That was exhausting. Can I have my banana back? Oh, Roberto! Of course you can have your banana back. You can even eat it. You can't fly a spaceship with a banana anyway. I mean, come on. How did you guys come up with such a crazy idea? Oh, that was Ephraim from planet Sodarap. He's an alien. An alien? Yeah. Funny joke. Hast du gehört? Du bist ein Witz. Ich wusste gleich, das ist ein Testflug. Wie werde ich den nur wieder los? Ich glaube, ich versuch's mal auf eine andere Tour. Du, Ifram, das war echt klasse eben. Vielen Dank. Gern geschehen. Man tut, was man kann. Kann ich mal sehen, wo du wohnst? Lebst du wirklich unter diesem Schreibtisch? Ja, aber heimlich. Und deshalb, Moment mal. Gürteltier und Geistesblitz. Klar, ich zeig's dir. Aber vorher musst du mir etwas zeigen. Ich möchte mal irgendetwas vom Planeten Xodarab sehen. Wieso? Ich bin doch hier.
Jako, okay, aber ich meine eher einen Gegenstand. Oder mehrere. Eine Zahnbürste, einen Teewagen, einen Gummistiefel. Weißt du, so Gegenstände eben, wie sie die Voyager an Bord hat, um Außerirdischen zu zeigen, wie wir auf der Erde leben. Ich verstehe. Das klingt Nasseretin. Dann müsste ich aber schnell noch mal raufflitzen und ein paar Sachen zusammensuchen. Ja, das wird sich wohl leider nicht vermeiden lassen. Wie lange wird's denn so dauern? Das geht fix. Ein halbes Lichtjahr, so über den Daumen. Och, das vergeht ja im Flug. Dann lass dich nicht aufhalten, Ivram. Jako, ich mach mal so. Oder so, ja? Oder? Jako, Ivram, Alp, bye bye. Zurück in die Zukunft. Das war's für heute. Jetzt gibt es noch die englischen Texte aus dem Heft und die Reportage auf Englisch. Und wenn ihr wollt, einen kleinen Space-Song. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Schön. Ich düse seit Jahren durch den Orbit und fliege grad die Venus an. Fast so groß wie die Erde. Mag sein, dass es da Leben geben kann. Da meldet sich der Bordcomputer. Ein Lichtjahr Garantie, neuestes Modell. Und sagt mit blecherner Stimme: Na, hört doch einfach selbst. There is no intelligent life on this planet. There is no intelligent life on this planet. Wie? Kein intelligentes Leben auf diesem Planeten? Na, dann düse ich eben weiter. Kein oben, kein unten. No human race. High in the sky. We're in space. Vielleicht gibt's ja Leben auf dem Mars. Das glauben Forscher schon seit vielen, vielen Jahren. Ich hab den roten Planeten direkt vor mir. Ich will's jetzt einfach selber erfahren. Da piept er wieder, mein Bordcomputer. Schnarrt mir voll ins Ohr. Autsch. Rasselt ein paar Daten runter und trägt dann das Ergebnis vor. There is no intelligent life on this planet. Das hatten wir doch schon mal. There is no intelligent life on this planet. Wie? Kein intelligentes Leben auf dem Mars? Nix als Steine und Sand? Na, dann gebe ich lieber Gas. Kein oben, kein unten. No human race. High in the sky. We're in space. Und was ist das da im Krater? Astronautenhelm und Alienklaue. Ein Schild. Zurück zur Erde, Fremder. Schau doch auf deinem eigenen Planeten nach. Also kurz mal eben gewendet. Ah, die Erde schon wieder im Visier. Ah, ich freue mich schon auf mein Studio. Hello, everybody. Denn ich lande bald wieder hier. Da zeigt der Monitor dicke Abgaswolken. Fette Autostaus und Giftlachen im Meer. Der Computer meldet sich wieder zu Wort. Ah, ich ahne schon, was ich gleich höre. There is no intelligent life on this planet.
There is no intelligent life on this Oh planet. Mann. Auch auf der Erde kein intelligentes Leben? Naja, richtig intelligent können die Menschen wirklich nicht sein. Denn sonst würden sie besser mit ihrem Planeten umgehen. Du. High in the sky. We're in space. Du-di-dappen, du-dai-da. Diri-dudel-je. Dilli-dilli-dilli-dilli-dum-dado. Trotriali-hö. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 25. English History Guide. Discovering America. Let's set sail with Columbus! The countdown starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey boys! Where's your captain? Where's Christopher Columbus? Over there, next to the helmsman. What's he looking for? The coast of India! India? Something stinks. Is that water? It's gone bad. We've got nothing to drink anymore. I'm thirsty. Will we ever reach dry land? Roberto! Ming! Look what I found! A branch! A seagull! Then land can't be far away. The next morning. Land ahoy! India! We're coming! America, we're coming! They are natives of India. I'll call them Indians. Pineapples! Yummy! And potatoes! 2 pineapples, please! Money is not good here, Roberto. Columbus pays with bells and beads. But I haven't got any beads or bells. Take my scarf for money. A little later. I'll call this island San Salvador. Today, this island belongs to the Bahamas. 12 pineapples and 10 kilos of potatoes? That's a bargain! Fact box. After 43 days at sea, the sailors were very afraid. Columbus asked them to wait 3 more days. The next day, they found branches in the water. A good sign. For drink, the crew had wine and water. Both were stored in wooden barrels. On his voyages to the Caribbean, Columbus found pineapples. He loved the sweet tropical fruits and brought some of them back to Europe. Some natives had small pieces of gold fastened to their noses. See page 6. The sun, our stormy star. Ming will herausfinden, wieso die Sonne scheint. Wow, that's hot. Ming's notes. The sun is a sphere. Its surface bubbles.
The sun has a diameter of about 1,392,000 kilometers. Ming interviews Dr. Bernard Fleck. Dr. Fleck is a scientist working for ESA at NASA in Greenbelt, USA. How close can a spacecraft get to the sun? About 30 million kilometers. That's only 1/5 of the distance from the Earth to the sun. How long will the sun continue to shine? The gas supplies in the sun will last for about 4 milliard years. What will happen on Earth if the sun stops shining? When the gas supplies are used up, the sun will expand dramatically. It will swallow up some planets, including the Earth. How do you study the sun? We watch it through telescopes from the ground and from space. Computers also help us a lot. How do you become a solar scientist? You study physics or astronomy. We badly need young people who want to become solar scientists. What do you do when the sun doesn't shine? Do you have a day off then? Unfortunately not. If I have spent 2 weeks at a solar observatory, it takes me about 3 years at my desk to go through all my observations and calculations. This is the sun. Flares. Sunspot. Loop. Corona. Magnetic field. Photosphere. Chromosphere. Marvi's News Archive, taken from BBC News Online, August 11th, 1999. For 2 minutes, Britain stood still in awe. Cloudy skies meant, observers in Cornwall, the only part of mainland Britain which witnessed totality were unable to see the phenomenon in all its beauty. But the eclipse's effect were dramatic nonetheless. The temperature dropped and darkness fell at 10:11 a.m. For some people, it was a spiritual moment. For others, a scientific one. But for everyone, it was unforgettable. See page 12. The Eagle Boy. JC geht mit einem Jungen und seinem Adler auf die Jagd. What a great friendship! JC's notes. The riders are wrapped in thick coats. They are wearing warm fur caps on their heads. Koda Bergen is pointing at something in the distance. These are Mongolian eagle hunters. Hood, eagle, fur cap, hunter, leather glove, horse, saddle. JC's report from Bajan Olgi, Mongolia. Hello, Marvi. I am calling from Bajan Olgi in the west of Mongolia. The Golden Eagle Festival is taking place here today. This is a competition in which Kazakh hunters and their eagles show their skills. More than 60 men are taking part. They are dressed up in nice clothes and many horses are wearing new saddles. One hunter told me he paid for his saddle with fur from 1 wolf and 9 foxes. Oh, now they are starting to perform. One of the men is standing next to me. His eagle is sitting on a rock. It is taking off. And, hey, what is the bird looking at? It is staring at me. I hope it is not hungry. Oh, help! It is flying towards me. Oh, no! It is almost here. Oh, what shall I do? Ah, phew. That was close.
The eagle was not hunting me. It was flying to the man's arm. But its flight was impressive. I bet the two will win a prize. See page 18. Red light for greenhouse gas. Ming's notes. The driver is turning the key. He's accelerating. Gas is coming out of the exhaust. See page 20. These are the photographer's tricks. Roberto entlarvt falsche Fotos. They look so real. Here are two dogs on a motorbike. Goggles, headlight, tang, backlight, exhaust, engine, mudguard. Roberto's notes. Bill Kurtzinger is fishing. The lizard is climbing up the fishing rod. The photographer is grabbing his camera. Roberto interviews Ryan Obermeyer. Ryan is a digital artist and lives in Texas, USA. How can children edit their own digital photos? There are lots of image editing programs. You can use the lasso tool easily. It's like a pen that you use to select parts of your digital photo. So if you circle your hair, then you can change the color of the length of it. Is working on a photo with the help of the computer art or handcraft? I think when you affect something in any way, it's a kind of art. Why do you like your work? The best part of my job is that I can make anything I want to see, even if it doesn't exist in real life. It's magic. See page 30. Kids did it. Roberto's notes. She arrived the goal after 3 hours, 10 minutes, and 54 seconds. The girl has got about 10 pairs of running shoes. There are already more than 20 cups on a shelf in her room. See page 32. The truth about chocolate. These are the types of chocolate. Fruit filling, yogurt filling, pistachio, hazelnut, raisin, white chocolate, dark chocolate, milk chocolate. Ming's notes. The dog is eating chocolate. The dog has a stomach ache. See page 34. Everything at a glance. JC zu Besuch bei den sanften Langhälsen der Savanne. Its neck seems to be endless. JC's report from Kenya. Hi, I am calling you from the Giraffe Manor, a hotel near Kenya's capital, Nairobi. I am just having breakfast. They have funny pets here. 7 Rothschild giraffes are strolling around the garden. Huh? What's that? Hey, that's my sandwich. Oh, you won't believe what just happened. One of the giraffes just visited me here on the 2nd floor of the building. It put its head through the open window and took a sandwich from my plate. This is a giraffe taking a drink. Spots, tail, neck, horn, stifle, watering hole. JC's notes. The Rothschild giraffe has a tan coat with brown patches. The spots of the Maasai giraffe are leaf-shaped.
The animals are butting each other. Letter to Marvi. Hi, my name is Charlie. I'm 8 years old. I live in Nairobi, the capital of Kenya. One day, I went to the giraffe manor with my school. I love giraffes. They have beautiful brown and white coloring and a long, slimy tongue. I fed a baby giraffe and it licked my head. First, I was a bit scared, but it did not hurt me. I enjoyed the trip very much. Best wishes, Charlie. See page 42. World Cup newcomers. Wayne Rooney, England. Roberto's football facts. This is a goal. Advertising board. Net. Crossbar. Post. Gloves. Goalkeeper. See page 46. Fun stuff. Tongue twister. A good cook could cook good cookies. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! 1815. The afternoon Florida sun, usually a glaring yellow ball, looks like a sickle. The reason for this is the moon, which has just forced its way between the sun and the earth. This isn't unusual in the giant clockwork of the cosmos, where our planet is just one tiny cog. The good old Earth. It takes 24 hours to rotate once around its axis. It takes a whole year for the Earth to orbit once around the sun. Our moon, like a faithful little dog, permanently accompanies us on this orbit. And it needs about a month to go around the Earth. And every now and then, on its way around, it covers the sun, from our point of view anyway. What we have today, on April the 8th, 2005, is called a partial eclipse of the sun. The telephone rings. I take off the special glasses and go into the house. An old friend is on the line. "Hey, Wiz!" shouts Ross, his voice as rough as sandpaper. "See it? The sun is nibbling on our moon." But Ross isn't calling to talk about the eclipse. "Do you know which anniversary is coming up in 2006? I lie. No. Ha! Ross shouts triumphantly. The first space shuttle blasted off in 1981, the Columbia. 25 years of space shuttle flights. They're celebrating with a big book, photos and stories. Sort of a commemorative book. Celebrating? I don't know. Not all of the flights of the 5 space shuttles have ended happily. The Challenger exploded shortly after takeoff. 7 people were on board. That was in 1986. And the Columbia broke apart after entering the Earth's atmosphere not that long ago, in 2003. Another 7 astronauts lost their lives. On the other hand, more than 100 flights into orbit have gone well. Ross and I were on board together twice. Ross interrupts my train of thought. "Hey, Wiz, are you going to take part?" "I'll think it over," I say, and hang up. The eclipse is over and the house is quiet. I enter my astronaut room. The walls are covered with framed pictures. Pictures of the planets in our solar system that were taken by space probes. I stop in front of the colored rings of Saturn. In the reflection on the glass, I see my old astronaut helmet on the sideboard. I wore it in space. I put the helmet on. I haven't had it on in years.
and the memories force their way into my mind, like the moon in front of the sun. Suddenly, it's there again, the voice of the commanding officer. Wiz, are you nuts? Stop that nonsense and get on the shuttle. Over. Still more memories. The countdown, and the first training exercise for the journey into space. I am excited beyond words. I'm about to take my first flight into space as a flight engineer. Whiz in space. Whiz is my nickname, as in wizard, because I can repair anything. I'm also planned to make a spacewalk, to do maintenance work outside the space shuttle. A hard year of training at the Johnson Space Center in Houston, Texas is waiting for me. Waiting for us. In orbit, we do everything as a team. Ross will be my partner. We learn theory. For example, how does a spacesuit actually work? Mine consists of over 20 material layers. And everything else you need in space. In the backpack, water, oxygen, radio equipment. In the front, electronics and computer. Then training in the vacuum chamber. It's called that because all of the air can be pumped out of the room. We have to learn how to operate our life-preserving spacesuits correctly at every air pressure. One of the technicians puts a pan of water into the room at room temperature. Then they start lowering the air pressure in the chamber. The water starts to boil. Some of the bubbles flow up the edge. They freeze and fall as a slush back into the pan. I look over at Ross and see my horrified reflection in his helmet. This is what would happen to our bodily fluids if our spacesuits lost pressure in space. We spend more than 100 hours in a gigantic pool. Lead weights make sure that we neither climb nor sink underwater. Conditions similar to the weightlessness of space. We practice physical exercises in real spacesuits, our feet locked in place, just like they will be later attached to the robot arm outside in space. Lean back, squat down, lean forward and back again. An exact replica of our future workstation has been placed at the bottom of the pool. After so many months of training, every step we later take should look like the choreography of a musical. A spacewalk is anything but a walk in the park. (10:39) Kennedy Space Center, Florida. Glistening heat. I'm sweating in the special orange-colored spacesuit that we wear for takeoff and landing. It weighs almost 40 kilos. For heaven's sake, don't stumble. There are millions of people watching. An astrovan takes us to the launch pad. The space shuttle rises up into the blue sky, 37 meters high. 100 tons wait to be heaved out into the universe. It looks like a futuristic passenger aircraft, thus the name Space Shuttle. It is still attached to the gigantic outer tank and to the 2 solid rocket boosters that will give us the necessary acceleration to reach orbit. Currents of cooling water hiss into the giant collecting basins. There are another 5 crew members next to Ross. Our commander, whose nickname is Spicy, is going into orbit for the 4th time. He uses the time in the elevator for a short pep talk. I know one thing, folks. It has been a terrific year with you, but I also know the astronaut's prayer. God help us if we mess this up. We enter the space shuttle, the most complex flying device that has ever been built. Every centimeter is familiar to us.
As flight engineer, I will be on the flight deck in front for the launch. The air on board is stuffy even though the air conditioner is running. A technician helps strap us in. The communication equipment is connected. Cooled water finally runs through the tubes of our suits. We lower our visors and activate the oxygen supply. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Take off. The feeling is indescribable, as if an enormous catapult is flinging us into space. The feeling is especially intense because there is 2 times the force of gravity pushing us into the seats. Everything goes amazingly fast. I catch a glimpse out of the window. A couple of waves on the beach, then up through the clouds. After 2 minutes, the solid rocket boosters fall away. They'll fall into the ocean and be salvaged later. "8 minutes and 52 seconds after the launch. Main engines cut off. The main jet engines are switched off. The outer tank disconnects and will burn up on readmission into the Earth's atmosphere. The fuel it held got us up to where we are now. We are in the orbit, in our orbit. We only need fuel for navigating now. Unbuckle. Don't jerk your head around too quickly. Otherwise, you'll get sick even sooner. Space sickness. Space sickness happens as a result of the weightlessness. Your mind is telling you one thing, and the fluid in your ears is telling your body something else. For the rest of your body fluids, there is no up or down, and this puts increasing pressure in your head. The feeling is similar to head cold, with clogged sinuses, but the weightlessness also provides a diversion. There is a lot of up and down on the middeck. While we take off our spacesuits and slip into comfortable clothing, rugby shirts and shorts, everything not tied down is flying around the cabin. A red bag, a yellow one. Everybody on board has his or her own color. As flight engineer, my color is green. While I'm busy trying to figure out where up and down is, Susan approaches me. This is her second time in space. Floating expertly through the air, turning a perfect pirouette at the last moment. Her long hair forms a hair wreath. The tips make a perfect circle. The miracle of weightlessness. The first checklists are finally complete. I put on my Walkman and click myself in place against the wall. Wow! I wasn't prepared for the view. The Earth glows so intensively. Everything seems so alive. There, over the Caribbean, I can see black storm clouds and the lightning inside them. A hurricane. I let my gaze wander and see the dark side of the moon. The music in my Walkman matches perfectly. An old title from a band called Pink Floyd. I hum, "I'll see you on the dark side of the moon." "6:30, breakfast. Now I know how our commander got his nickname Spicy. While I'm busy sucking tea through a straw and slurping muesli from a plastic tube, he's mixing his ration of cornflakes with hot sauce. Many astronauts prefer spicy foods. The sense of taste lessens in space. There are a lot of things that take some getting used to, like the toilet. You have to buckle yourself in, and what you leave behind is sucked out by an air system. Oh well, you get used to it. There is always something to do on board. Cleaning the air filters is a part of my tasks. Sometimes I think about the story of Apollo 13.
In 1970, 3 astronauts would have suffocated if they hadn't repaired the faulty filters with plastic trash. Those guys were really creative. The treadmill or stationary bike is on the schedule when I'm not working. That's how we work against the atrophy of muscles and bones in the weightlessness. Ross and I stay fit with a game of space tennis, using flight data manuals as rackets and a ball made from gray adhesive tape. Susan suggests using a drop of liquid as a ball. Liquids form into balls in the weightlessness. The surface tension makes that happen. We're all afraid that someday one of us is going to run into a ball of Spicy's hot sauce. That would make your eyes burn. Tomorrow is the big day, my first spacewalk. In the evening, Commander Spicy tells a great story about space junk. Faulty parts, dead satellites, tools. Space is full of space junk. It is circling around the Earth for all eternity. I dream at night of being hit by a screwdriver. It's time. We wear water-cooled undergarments under our spacesuits. We get warm when we work and need the suit to keep us from overheating. We are hanging in the airlock. My boots are just touching Ross's helmet. We wouldn't have fit standing shoulder to shoulder. The air escapes with a bang. We float at the end of a safety line in the payload bay, like a satellite. It is always loud in the spaceship, but here there is an absolute silence, the silence of space. Despite the long hours of underwater training, at first I feel like an ice skater on a 3D skating rink. Very unsafe. I hook my boots into the safety of the robot arm. A 15-meter-long telescope arm maneuvers us to our stations. The checklist on my sleeve is long, with hardly enough time to look twice at it. After a couple of hours, I am finished with a small repair and a couple of experiments. My feet in the brackets, I lean backward and swing forward, just like in underwater training. But the resistance of the water isn't there. I can't stop my forward momentum. Everything is happening so fast. It looks like I'm diving into the blackness of the universe. No up, no down, no orientation. I'm falling into the stars, just like in a science fiction film. I must have looked like a high diver, frozen in the jump position. No wonder my commander was worried. Whiz, are you nuts? Stop that nonsense. After a couple of seconds of hanging in infinity, I catch myself and swing back. I look to the side and see the tail of the space shuttle and the Earth behind it. I'm fine. Over. Our space shuttle touches the asphalt of the landing strip at the Kennedy Space Center 3 days later. One of 100 successful missions has come to an end. I take off the helmet. And then I'm in my astronaut room again. It is now late at night. I walk out onto the terrace and look up from the Earth into the infinity of space. The Earth is a little planet in our solar system, and our solar system is a tiny part of the Milky Way, a galaxy with over 200 billion stars. What lies beyond the Milky Way? Sometimes I imagine how the unmanned probe Voyager travels through space to take pictures of the planets of our solar system. It has a couple of messages on board. Sounds from Earth, newspapers, even music. In case there is intelligent life out there someplace. We won't ever be able to travel far enough to find out. It's late. I'll call Ross tomorrow. I wouldn't mind putting a couple of words together about my journey into infinity.